Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Befreien von Ängsten. So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Hanilia, ich grüße dich. Das ist dein Video, aber diesmal geht es nicht um dich, sondern es geht um dein Herzensmann. Er hat Ängste. Wie könntest du ihm helfen? Bevor ich astrologisch beginne, möchte ich über dieses Gefühl Angst etwas sagen. Angst kennen wir alle, aber wir sollen verstehen, das kommt nicht von Gott, sondern es ist eine Schwäche. Oder ich könnte sagen, wenn wir dieses Gefühl leben, öffnen wir eine Tür. Und der trojanische Pferd kann kommen. Menschen, die böse sind, uns angreifen, uns hassen. Und wenn sie spüren die Angst, umso mutiger sind sie. Und es können wir folgendermaßen vorstellen. Es gibt Gut und es gibt Böse. Es gibt Licht, es gibt Dunkelheit. Es gibt Gott, es gibt Teufel. Und hier auf die Erde trifft das alles. Wir begegnen mit guten Menschen, wir begegnen mit bösen Menschen. Es gibt Frieden, es gibt auch Krieg, es gibt Licht, es gibt auch Schatten. Und wir Menschen entscheiden uns, in welchen Weg wir gehen wollen. Gehen wir den göttlichen Weg oder folgen wir das Böse oder sind wir unentschlossen und ist mal so, mal so. Und dabei spielen die Gefühle eine ganz große Rolle. Und es gibt zwei verschiedene Gefühlarten. Ich nenne das als positiven Gefühlen und negativen Gefühlen. Die negativen Gefühle sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid und Hass. Diese Gefühle kommen nicht von Gott. Aber wir kennen das. Angst kennen wir auch. Wut haben wir auch mal. Schuldgefühle haben wir auch. Wir zweifeln auch oft. Aber wir sollen von diesen Gefühlen verabschieden, weil genau das ist das Verlockende, damit das Böse kommen kann. Hier kann ein trojanisches Pferd einmarschieren. Also es ist so wichtig, in positiven Gefühlen bleiben. Und es ist Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft, Mut, Vertrauen und Liebe. Wenn wir verstehen, dass diese Gefühle von Gott kommen und das hat eine heilende Wirkung und wir sind dann auch beschützt, dann können wir besser mit Angst umgehen. Obwohl diese Angst kommt immer wieder, man darf das auch nicht verleugnen und auch mal anschauen, wovon hat man überhaupt Angst. Oder hat das einen Grund, Angst zu haben? Und wie sollen wir uns wehren, uns schützen? Es gibt eine gute Methode, wenn wir umdenken an etwas, was beruhigend wirkt, was uns zum Lachen bringt. Dann haben wir immer weniger Ängste. Und dann denken wir gerade nicht daran. Das Allerschlimmste ist, wenn man Angst hat von Angst. Weil das ist ein Teufelskreis. Es ist schwierig, da rauszukommen. Also so viel von Gefühlen. Und astrologisch kann ich sagen, im Horoskop gibt die tiefste Punkt des Horoskopes und das gibt die Basis, das gibt die Fundament, das gibt Halt im Leben. Auf diesem Fundament
baut sich alles auf. Bei ihm befindet sich der tiefste Punkt des Horoskopes im Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist familiär oder ein eigenes Zuhause. Das gibt ihm Halt im Leben. Krebs zeigt aber auch das inneren Tempel. Und das erleben wir in einer meditativen Haltung. Das würde ihm auch helfen. Da bekommt immer mehr Stärke im Leben. Krebs gehört zum Wasserelement und da handelt es sich um Gefühle. Also die Gefühle soll er beachten und Angst ist auch ein Gefühl, aber kein gut wirkendes Gefühl. Und wie könntest du ihn stärken? Im 5. Lebensbereich sind die Kinder, auch seine Kindheit. Dort hat er die Löwe, die Tierkreiszeichen Löwe. Dieser 5. Lebensbereich beschreibt nicht nur die Kinder oder Kindheit, sondern das ist die Bühne seines Lebens. Und das kann er kreativ gestalten, mit Leichtigkeit, so wie die Kinder, spielerisch. Und das ist sein Glanz, das ist seine Macht. Sein Problem ist aber, dass er hier die aufsteigenden Mondknoten hat. Und das bedeutet, er muss diesen Bereich erobern, weil das hat seine Seele ausgesucht. Aber er kennt sich da nicht aus. Es ist für ihn ein Neuland. Und dabei kannst du ihm helfen, du bist im Löwe geboren. Und bei ihm auch noch Mond hier im Löwe. Und das symbolisiert seine Mutter. Das kann sein, dass er Mutterthemen hat und muss das innere Kind stärken. Mond symbolisiert auch seine Gefühlen. Sein Mars ist hier, das ist seine Männlichkeit. Und hier im 5. Lebensbereich gehört auch die Sexualität, das so spielerisch frei erleben. Aber das kann bei ihm auch ein Neuland sein. Er kennt sich nicht aus im Löwe. Dann hat hier Jupiter, das bringt ihm auch Glück und das zeigt seine inneren Stärke. Das soll er entdecken, dieser 5. Lebensbereich, Kinder, Kindheit, inneren Kind, schöpferische Kraft, schöpferische Energie, das Leben genießen, spielerisch betrachten, das ist seine Lebensbühne, das befreit seine Seele. Die Transformation ist im Skorpion, bei ihm im 8. Lebensbereich, das nennt man Tod. Aber das hat wenig mit Todesfällen was zu tun, sondern hier lernen wir etwas loslassen, etwas befestigen. Etwas loslassen, etwas befestigen. Das sind Gedanken, Gefühle, zwischenmenschlichen Kontakten, Gegenstände und sogar Orten. Das, was für ihn wertvoll ist, befestigen. Das, was er nicht braucht, davon verabschieden. Das ist die Transformation. Hier hat er Uranus und Neptun. Uranus zeigt hier Umbrüche, Veränderungen, zeigt, dass er einzigartig, außergewöhnlich ist. Und Neptun vermittelt seine Träume und zeigt, so durch Gefühle, durch diese Transformation kannst deine Träume leben. Im 9. Lebensbereich befindet sich Schütze in seinem Geburtshoroskop. Da ist sein Sonne und sein Merkur. Das zeigt Vaterthemen an, aber sein Selbst auch. Und mit Merkur-Energie, das ist die Kindheit, aber hier lernt auch etwas, zum Beispiel Handel. Hier handelt es sich auch um Kommunikation, aber ich würde seine Kindheit betonen und sein Vaterthemen oder seine Selbstdarstellung, das ist Schütze im 9. Lebensbereich, das sind Reisen, Ausland, Auslandskontakten oder eine innere Reise zum Selbstfindung. Und hier im Schütze bewegt sich gerade
Die absteigende Mondknoten aktiviert karmischen Themen, hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Ketu bewegt sich hier bis Oktober dieses Jahres. Hier bewegt sich auch ein rückläufiger Jupiter, ein rückläufiger Pluto. Hier sind jetzt die Chancen, die Möglichkeiten. Und das soll jetzt die Konzentration sein, weil das ist jetzt ihm wichtig. Lernen diese Selbstdarstellung, vielleicht durch eine innere Reise. Diese Erfahrung braucht er und bei ihm kommt Kindheitserinnerungen gerade und auch karmischen Themen. Und jetzt zu diesem Legung. Wovon hat er Angst? Dieser Baum zeigt Verdrehung. Dieser Baum verdreht sich. Also wenn er nicht die Wahrheit sagt oder nicht direkt sagt etwas, sondern wird immer alles verdreht oder missverstanden, davon hat er Angst. Und die nächste Frage ist sein Gegenwart. Wie könnte ich sein Gegenwart beschreiben? Das zeigt dieser Flaschenbaum, eine sehr interessante Pflanze. Diese Karten sind meine eigenen Karten, die Baumorakel, die Baumkarten. Und in seiner Gegenwart ist wichtig, was dieser Flaschenbaum symbolisiert, Aufnahmebereitschaft. In einer Flasche ist Flüssigkeit oder Wasser und das symbolisiert die Gefühle und das muss füllen. Diese Flasche nimmt das auf. Also er muss Offenheit zeigen, etwas aufnehmen. Zum Beispiel, wenn du ihm hilfst oder mit ihm redest. Und das, was er erlebt. Und wohin führt das? Hilft das wirklich? Ja, hier kommen die erfrischenden Neuigkeiten. Du kannst bei ihm einiges bewirken, bewegen. Du musst ihn nicht verändern, aber eine Richtung zeigen. Und die nächste Frage ist, was sagt seine Intuition, sein Gefühl dazu bei diesem Thema Angst? Hier die Verschiedenheit. Er muss akzeptieren, dass wir Menschen unterschiedlich sind und haben unterschiedliche Meinungen. Vielleicht verdreht hier jemand etwas oder auch nicht. Er muss es nicht falsch verstehen, diesen Worten. Und dann geht viel einfacher. Sein Gefühl sagt, das ist zu streng für ihn. Aber er kann das auch lernen. Und was ist sein Gedanke? Das zeigt hier diese Pflanze und symbolisiert Partnerschaft. Das ist ihm gerade wichtig. Und bringst Glück in sein Leben. Ist er glücklich mit dir? Das ist die große Göttin. Er verehrt dich. Du bist wie eine große Göttin für ihn. Oder er glaubt daran, dass hier die göttliche Energie wirkt auch. Hat er Grund, Angst zu haben? Das zeigt hier diese Pflanze Entwurzelung. Diese Pflanze ist nicht zu tief verankert auf die Erde. Und das gibt das Gefühl, er könnte jederzeit umkippen. Er ist nicht verwurzelt. Und das ist der Grund, warum er Angst hat, sich zu binden. Und dann geht das zu Ende und wird wieder entwurzelt und steht wieder alleine da. Er braucht das Gefühl, verwurzelt zu sein, angekommen zu sein. Dann steht auch zu seinen Gefühlen oder zu dieser Beziehung. Was wird er tun? Offenheit, das ist wichtig, offen miteinander reden, auch über Ängste. Wobei ich würde eher empfehlen, gar nicht viel da aufhalten, sondern eher Themen ansprechen, was zum Lachen bringt oder was beruhigend wirkt. Was ändert sich bei ihm? Das zeigt die Wahrheit. Er spricht offen über Gefühle und er sagt auch die Wahrheit. Für dich bedeutet das, du kannst ihm vertrauen. Und die Zukunft, er kommt immer mehr zu diesem Leichtigkeit und verliert seine Ängste. Aber ich befrage mein Pendel,
Gelingt ihm von seinen Ängsten zum Befreien? Ja, nein oder nur ein bisschen? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er verliert die Ängste. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, es ist schwierig, er wird ängstlich bleiben. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann ist alles ungewiss. Verliert er seine Ängste? Die Antwort ist ja. Liebe Hanilia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.